Namaste. Pornografie ist ein Problem, über welches nicht viele Leute sprechen, aber welches epidemische Ausmaße angenommen hat. Gemäß Studien kommen ca. 80% von 12-jährigen Kindern in Kontakt mit harter Pornografie, was zu einer schweren Abhängigkeit führen kann. Nicht nur Jungs, aber auch Mädchen sind davon betroffen. Eine Abhängigkeit, welche sich über Jahrzehnte, ja sogar bis ins hohe Alter oder ans Lebensende hinziehen kann. Wir finden Pornografie heutzutage überall, an Werbeplakaten, am Arbeitsplatz, im Kabelfernsehen, im Internet und durch die Smartphones und Tablets haben wir Zugang zu Pornografie, wo immer wir hingehen. Die Leute machen Späße darüber und finden es sogar cool. Obwohl Pornografie heute sozial akzeptiert und desensibilisiert ist, bedeutet es nicht, dass es harmlos ist. Im Gegenteil. Beim Anschauen von Pornografie wird Dopamin im Gehirn freigesetzt, welches Emotionen auslöst und ein Gefühl des Verlangens vermittelt. Ich muss dieses Ding haben. Es gibt Studien, welche zeigen, dass beim Anschauen von Pornografie es nicht lange dauert, bis physikalische Veränderungen im Gehirn beginnen. Nicht nur die Bahnen im Gehirn, welche elektronische Impulse weiterleiten, wo gewisse Chemikalien herumgehen, sondern sogar die physische Struktur selbst beginnt sich zu verändern. Es kommt sehr schnell zu einer Sucht, wo ich dem Geist oder dem Verstand völlig ausgeliefert bin. Ich kann mein ganzes Leben in dieser Abhängigkeit verbringen. Und wenn zum Zeitpunkt des Todes, wenn ich meinen Körper verlassen muss, wird mein Bewusstsein in einem Abwasserkanal sein. Ich werde von Angst überwältigt sein. Das Verwenden von Rauschmitteln wie Alkohol, Drogen und so weiter bemächtigt meinem Geist, die Kontrolle für mein Leben zu übernehmen. Wir geben dem Geist die Zügel, unser Leben zu führen. Im Yoga-Prozess ist es absolut notwendig, dass ich die Kontrolle über meinen Geist übernehme. Es ist nicht nur grundlegend, sondern es ist die Essenz für das Lernen von Yoga. Mit Yoga meine ich nicht physikalische Übungen, sondern das Lernen und Leben des spirituellen Aspektes unseres Lebens. Wir haben die materialistische Philosophie, den materialistischen Lebensstil voll und ganz akzeptiert. Das bedeutet, ich bin dieser Körper, ich bin materiell. Dieser Körper ist ich. Ich bin meine Sinne, der Tastsinn, der Sinn des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und so weiter. Und wenn ich meine Sinne stimuliere, bedeutet das, dass ich dadurch befriedigt, erfüllt und glücklich werden kann. Das ist so weit weg von der Wahrheit. Ich kann meine Sinne in eine Raserei versetzen. Ich kann sie berauschen, ich kann sie überessen, ich kann sie übersexen, ich kann sie ins Extreme genießen und davon selbstmörderisch, so deprimiert herauskommen. Wir wissen, wenn wir unserem Geist und unseren Sinnen freie Hand geben, wenn sie durch Begehren angetrieben werden, wird es für mich, das spirituelle Wesen, welches im Körper wohnt, sehr schwierig, wirklich frei zu sein und das innere Glück zu erleben. Pornografie ist besonders problematisch. Wenn eine Person in Pornografie eintaucht, gibt es eine sofortige Reaktion innerhalb des Körpers und im Geist. Und die Idee, dass ich dadurch erfüllt werden kann, überkommt mich sehr schnell. Wenn Menschen Zeit mit Pornografie verbringen, verlieren sie die Fähigkeit zu gesunden Beziehungen. Sie verlieren die Fähigkeit, Empathie für andere zu empfinden. Du objektivierst Menschen. Du siehst nicht mehr die Person
innerhalb des Körpers, sondern nur noch das Objekt, den Körper. Jedes Leben, jede Person ist unglaublich speziell. Jedes Lebewesen ist etwas ganz Besonderes und sehr wichtig. Jedes Lebewesen sehnt sich nach Freiheit, sehnt sich danach, glücklich zu sein. Aber wenn ich diesen Weg der Handlungen wähle, mache ich es unmöglich für mich, wirklich frei zu sein und wahres Glück zu erleben. Um sich Pornografie anschauen zu können, ist es absolut erforderlich, dass wir jede Vorstellung von unserer spirituellen Existenz und die spirituelle Existenz von den Personen, die wir betrachten, den Körper, die wir betrachten, abzugeben. Ich muss voll und ganz in der Unwahrheit verloren sein, dass dieser Körper ich bin. Wenn ich mich in diese Unwahrheit verliere, wird es absolut unmöglich, tatsächliche Freiheit zu erfahren, wahres Glück zu erleben, und ich werde niemals Frieden in diesem Leben finden. Aber das Schönste ist, selbst wenn wir in einem Zustand von Selbstbezogenheit sind, selbst wenn wir in Lust und Materialismus sind, selbst wenn wir in einem zutiefst gefallenen Zustand sind, ganz einfach durch diesen wundervollen Prozess, welcher als Kirtan bekannt ist, das Hören und Singen dieser transzendierenden Klänge, kann ich diese Unwissenheit, diese Unwahrheit durchbrechen und von allem frei werden, was mich überdeckt. Tatsächliche Freiheit erleben, wirkliches Glück erfahren und wahre Liebe empfinden. Es ist sehr einfach, wunderschön und für alle anwendbar. Vielen Dank, Namaste.